Hallo und herzlich willkommen bei Bolt Sportstech. Es freut mich immer, dass ihr eingeschaltet habt. Die letzten Monate gab es ja schon einige Gerüchte und speziell die letzten Wochen auch schon die ersten Leaks. Wovon ich spreche, natürlich von der Phoenix 8. Garmin hat heute sozusagen die Katze aus dem Sack gelassen. Ich habe hier die 47 mm Variante, habe sie jetzt seit circa 3 Tagen und werde euch in meinem heutigen Video die wesentlichen Neuerungen der 8. Generation präsentieren. Ich weiß, ihr seid gespannt und deswegen würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit und legen wir los. Bevor das Video losgeht, ich habe auf meiner Uhr eine sehr frühe Softwareversion drauf. Verbindung mit Garmin Connect wird jetzt erst freigeschaltet, weshalb ich die Uhr auch nicht aktualisieren konnte. Gewisse Funktionen kann ich euch also leider in dem Video noch nicht direkt auf der Uhr zeigen, aber bei meinem Testvideo hole ich das natürlich nach. Macht euch aber keine Sorgen, natürlich bekommt ihr in diesem Video trotzdem alle Neuerungen präsentiert. Mit der Phoenix 8 vereinigt Garmin die Epic-Serie mit der Phoenix-Serie und bietet diese nun mit zwei verschiedenen Display-Technologien an. Der Phoenix 8 mit einem AMOLED-Display und der Phoenix 8 mit einem MIP-Display. Bei ersterer gibt es drei Größen, 43, 47 und 51 mm. Die kleinste Variante ist nun ein bisschen größer, das hat aber auch einen Vorteil, denn das Display wächst von 1,2 Zoll, wie es bei der Epix Pro war, auf 1,3 Zoll. Auch die 47 mm Phoenix 8 hat jetzt genauso wie die 51 mm Ausführung ein 1,4 Zoll großes Display. Das Ganze wird durch die neue Lünette ermöglicht, die nun viel dünner ist. Die Phoenix 8 mit MIP-Display gibt es in zwei Ausführungen, 47 und 51 mm. Beide haben einen Solarring, der auf einer neuen Solartechnologie basiert und somit effizienter ist und dadurch eine verbesserte Akkulaufzeit bieten soll. Das MIP-Display ist zudem kontrastreicher und besser ablesbar. Warum es keine kleine Phoenix 8 MIP-Variante gibt, kann ich euch leider nicht beantworten. Möglicherweise waren die Verkaufszahlen oder die Nachfrage in der Vergangenheit nicht so groß. Auf der Rückseite der Uhren findet man als Sensor den Elevate Generation 5, den kennt man bereits von der Phoenix 7 Pro und der Epix Pro Serie bzw. der Venue 3. Dieser ist meiner Meinung nach dem Sensor der Apple Watch der wahrscheinlich beste zurzeit am Markt. Mit der Phoenix E steht für Essential, gibt es noch eine weitere Ausführung, die als Einsteigermodell dient. Sie hat ein paar Funktionen weniger als die restlichen Phoenix 8. Ich blende euch ein paar Eckdaten ein. Sobald ich ein Testgerät bekomme, mache ich natürlich wie gewohnt ein Video dazu. Last but not least wurde auch die Enduro 3 vorgestellt, die dank größerem Solarring jetzt noch bessere Akkulaufzeiten erreichen soll und dabei noch ultra leicht ist. Auch zu dieser wird es ein separates Video geben und auch zu dieser blende ich euch hier kurz die Eckdaten ein. Soweit ein grober Überblick über die Varianten, der Fokus liegt heute aber bei den Neuerungen und die schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Eine Sache, die auf jeden Fall auffällt, ist die etwas dünnere Lünette. Das ist auch der Grund, warum die 47 mm Variante genauso wie die 51 mm Variante jetzt ein 1,4 Zoll großes Display hat. Eine weitere Sache ist auf der Seite hier wunderbar in Orange zu sehen. Das ist ein Sensorschutz, der, wie der Name schon sagt, den Sensor vor äußeren Einflüssen schützen soll. Eine weitere Neuerung sieht man zwar nicht, die gibt es aber ebenfalls, und zwar sind das die Knöpfe, die sind nämlich jetzt wasserdicht, und warum das wichtig ist, erkläre ich euch dann im späteren Verlauf des Videos. Aber nicht nur beim Gehäuse hat sich was verändert, sondern auch bei der Oberfläche. Die ist jetzt moderner, erinnert ein bisschen an die Forerunner-Serie, hat aber trotzdem noch den Phoenix-Charakter. Das Ganze ist auch eine Spur intuitiver. Wenn man zum Beispiel Nachrichten bekommt, kann man einfach von oben nach unten wischen und kommt dann direkt zu den Benachrichtigungen. Hier jetzt ein direkter Vergleich mit der alten Oberfläche. Als Beispiel habe ich hier die Tactic 7 AMOLED. Das Ganze wirkt einfach altbacken und was auffällt, es läuft auf der Phoenix 8 im Vergleich zur Tactix 7 AMOLED viel flüssiger. Auch die Einstellungen wurden jetzt ein bisschen aufgeräumt. So habe ich hier am Anfang häufig verwendete, beziehungsweise habe ich jetzt auch einen Fokusmodus bzw. Fokusmodi, wo ich meinen Schlafplan einstellen kann. Oder wenn ich möchte, kann ich hier bei den Aktivitäten die Energiemodi ändern.
und hier weiter unten dann auch noch die GPS-Genauigkeit einstellen. So eine ganz kurze Unterbrechung. Falls dir bis jetzt mein Video gefallen hat, dann lass mir doch bitte ein Like da und falls du auch zukünftig keine Videos verpassen möchtest, dann kannst du auch gerne meinen Kanal abonnieren. Ich werde natürlich alle Phoenix 8 Varianten testen und dazu Videos machen. Ich werde Vergleichsvideos machen und wenn du das nicht verpassen möchtest, dann einfach mal den Kanal abonnieren. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön und es geht auch schon wieder weiter. Wenn man ein Watchface ändern möchte, sieht das Ganze jetzt auch ein bisschen moderner aus. Wenn wir hier aufs Plus klicken, sieht man dann die Auswahl an Watchfaces, die jetzt neu mit der Uhr kommen. Das sind alles neue. Weiter unten findet man ja die altbekannten. Sie haben auch einen schönen Namen, der wird unten immer angezeigt. Das so viel dazu. Wenn man Datenfelder ändern möchte, dann pulsieren diese jetzt auch so, damit man einfach angezeigt bekommt, welche man ändern kann oder wo man sich gerade befindet. Jetzt pulsiert dieses hier. Wenn ich raufklicke, pulsiert das hier. Hier gehe ich dann rein und kann mir eben die diversen Metriken auswählen. Wenn ich normalerweise die Taste rechts oben drücke, komme ich zu meinen Aktivitäten. Das hat sich auch ein bisschen geändert und zwar habe ich hier als erst Zugriff zu wichtigen Funktionen oder Basisfunktionen wie Karte, Uhr, Telefon, Messenger, Sprachbefehle, Smartphone-Assistenten. Auf diese Funktionen komme ich dann später noch zu sprechen, Sprachnotiz etc. Gehe ich ganz nach oben, dann habe ich hier dieses kleine Kästchen, wo Aktivitäten steht. Hier muss ich draufklicken und komme dann wie gewohnt zu meinen Aktivitäten, die ich starten kann. Wenn ich dann in einer Aktivität drinnen bin, das Ganze hat auch eine etwas andere Schriftart, dann kann ich natürlich durch meine Datenseiten blättern. Viele wissen das vielleicht noch nicht. Wenn man länger oben bleibt, kann man den Datensatz auch sofort ändern. Man muss dazu nicht direkt aus dem Menü gehen. Für die Musiksteuerung musste man normalerweise die Taste links unten länger halten. Das kann man auch jetzt machen, aber wenn man das nicht möchte, braucht man einfach nur rüber scrollen und schon kommt man zu seinen Musikfunktionen oder zur Musiksteuerung. Es geht jetzt natürlich nicht, weil ich ja die Uhr nicht mit Garmin Connect verbinden kann. Wenn ich hier rüber scroll, dann gehe ich aus den Datenseiten raus. Hier gibt es normalerweise aktivitätsspezifische Einstellungsmöglichkeiten. Die gibt es leider Gottes auf meiner Uhr noch nicht, aber ich blende euch ein, wie das Ganze ausschauen soll. Ebenfalls neu, wenn ich jetzt eine Aktivität starte, ich habe hier Laufen gestartet und ich möchte eine Sportart wechseln, dann kann ich das on the fly machen. Ich gehe jetzt zum Beispiel auf Laufband und dann habe ich ein kleines Zeitfenster, wenn ich zum Beispiel jetzt die falsche Sportart gewählt habe, dass ich das Ganze widerrufe. Somit muss ich bei der Phoenix 8 jetzt kein Multisport im Vorfeld wählen, sondern kann das einfach relativ spontan entscheiden. Bei der Karte gibt es ebenfalls ein paar sinnvolle Optimierungen. So kann ich zum Beispiel rüberwischen, um verschiedene Menüpunkte aufzurufen, wie zum Beispiel die Kartenebenen, wo ich gewisse Dinge ein- und ausschalten kann. Aus der Karte heraus kann man auch relativ schnell navigieren. Einfach wie gesagt rüberwischen und schon hat man mehrere Auswahlmöglichkeiten, wie man navigieren möchte. Hier gibt es dann zusätzlich auch die Möglichkeit, zum Beispiel Routen über Garmin Share mit Geräten, die diese Funktion unterstützen, zu teilen. Neu ist jetzt auch, dass das Roundtrip-Routing dynamisch ist, das heißt, verlässt man eine ursprüngliche Route, so passt die Uhr die Strecke an, damit man nach der gewünschten Zieldistanz wieder am Ausgangspunkt ankommt. Zusätzlich kann man auch die Back-to-Start-Funktion aktivieren, dadurch erhält man bei 40% der Zieldistanz eine Benachrichtigung und Routenvorschläge, die wieder zum Ausgangspunkt führen. Auch Skifahrer können sich über neue Funktionen freuen. Mit der Skitag-Analyse zeichnet die Uhr auf, wie lange man sich auf Pisten verschiedenen Schwierigkeitsgrades aufgehalten hat. Man sieht dann ein Kreisdiagramm mit der Aufteilung sowie die Anzahl der Abfahrten, Gesamtabstieg, Distanz und Zeit. Zusätzlich kann man sich dann im Skilift die Daten der letzten Abfahrt anschauen. Auch bei der Akkulaufzeit gibt es Verbesserungen. Bei den AMOLED-Varianten gibt es im Smartwatch-Modus zwar keine merklichen Unterschiede, sondern nur beim Verbrauch während der GPS-Nutzung. Eine große Verbesserung kommt bei den Solar-Varianten, speziell bei Nutzung des verbesserten Solarrings. Wer möchte, kann an der Stelle das Video pausieren und sich alle Daten im Detail ansehen. Wer Ausdauersport macht, sollte auch auf Kraftsport nicht verzichten. Denn eine starke Muskulatur steigert die Leistungsfähigkeit, verbessert die Haltung und hilft dabei, Verletzungen vorzubeugen.
Garmin bringt mit der Phoenix 8 sportspezifische Trainingspläne auf die Uhr. Diese sind speziell für die Sportart ausgelegt und sollen dabei helfen, in diesen besser zu werden. So gibt es zum Beispiel Stabilitätsübungen, Übungen, um die Mitte zu stärken oder für Explosivkraft. Anfangs habe ich erwähnt, dass die Phoenix 8 nun wasserdichte Tasten hat. Und das hat doch einen Grund, denn diese bietet nun auch Tauchfunktionen für Freizeittaucher. Sie misst die Tiefe, Wassertemperatur und zeigt die Zeit bis zur sicheren Rückkehr an die Oberfläche. Ein Kompass hilft bei der Navigation unter Wasser und GPS ermöglicht die Markierung von Einstiegs- und Ausstiegspunkten. Die Uhr warnt vor zu schnellem Aufsteigen und zeigt die No-Fly-Time nach dem Tauchen an. Zudem unterstützt sie Tauchgänge mit Nitrox-Gemischen bis zu 40% Sauerstoff und bietet Modi für Schnorcheln und Tauchen. Damit sollte die Phoenix 8 alle wesentlichen Bedürfnisse von Freizeittauchern abdecken. Ebenfalls neu ist jetzt auch, dass Mikrofon und Lautsprecher verbaut sind. Sicher sagen jetzt manche von euch, wozu braucht das eine Outdoor-Uhr? Aber wenn man zum Beispiel wandert oder läuft und hat jetzt dann sein Handy im Rucksack und kann einen Anruf direkt am Handgelenk abheben, dann ist das schon relativ praktisch, das muss man schon zugeben. Man kann aber auch aktiv einen Anruf tätigen, entweder indem man sich die Nummer merkt und die Nummer eingibt, oder alternativ kann man den Kontakt in der Garmin-App speichern und dann erscheint dieser auf der Uhr und man kann ihn dann mit einmal klicken auswählen und anrufen. Auch auf den Sprachassistenten des Smartphones kann man damit zugreifen, sei es Bixby, Siri oder der Google-Assistent. Mit der Uhr werden Befehle direkt an den smarten Assistenten weitergeleitet. Offene Sprachbefehle werden ebenfalls unterstützt, so kann man zum Beispiel einen Timer stellen oder zu einer Aktivität gehen. 5 Minuten Timer stellen. Und wie man sieht, startet der Timer. Laufen starten. Zu guter Letzt können noch Sprachnotizen aufgezeichnet werden, die man dann zu einem späteren Zeitpunkt abhören kann. ABC, das ist ein Test. 1, 2, 1, 2. ABC, das ist ein Test. 1, 2, 1, 2. So, das war ein grober Überblick über die Neuerungen, die mit der Phoenix 8 kommen. Alle Details und natürlich vieles aus der Praxis zeige ich euch dann in meinem finalen Testvideo. Mich interessiert natürlich eure Meinung. Wie gut gefällt euch die Phoenix 8? Seid ihr mit den Neuerungen zufrieden oder hättet ihr euch was anderes gewünscht? Schreibt mir doch eure Meinung in die Kommentare, würde mich wirklich sehr interessieren. Ich bin am Ende meines Videos angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Liebe, bleibt großartig und bis zum nächsten Mal.